Hallo, in diesem Video wollen wir euch einige Beispiele zeigen, wie jeder Eislichter und schöne Dekos aus Eisformen für den Garten selber machen kann. Bei jeder Idee zeigen wir zuerst, wie sie gemacht wird und worauf man achten muss und dann, wie das Ganze fertig aussieht. Natürlich könnt ihr unsere Ideen selbst kreativ abwandeln und mit den gezeigten Methoden experimentieren. Wer zu den einzelnen Ideen die jeweiligen Anleitungen in Ruhe nachlesen will, findet in der Videobeschreibung einen Link zum Artikel. Sehen wir uns das Ganze mal an. Eine Eisdeko mit Blumen lässt sich einfach machen, indem man in eine Schüssel Blumen, Zweige und Blätter gibt und sie mit Wasser füllt. Die Flasche ist mit Sand beschwert, damit ein Hohlraum entsteht, in dem man später ein Teelicht stellen kann. Dann packt man das Ganze auf eine Kiste, sodass alles rundherum gleichmäßig einfriert. Nach 2 Tagen bei -7 Grad war alles so weit durchgefroren, dass wir unsere Eisdeko verwenden können. Um die Flasche sauber aus dem Eis zu bekommen, leeren wir den Sand aus. Anschließend geben wir einen Trichter in die Flasche und füllen sie mit warmem Wasser. Schon nach kurzer Zeit schmilzt so das Eis rund um die Flasche, das heißt, die Flasche ist nicht mehr mit dem Eis verbunden und lässt sich ganz einfach rausziehen. Dann drehen wir die Schüssel um und schütten ebenfalls warmes Wasser drauf. Sobald sich die Eiskugel löst, hört man deutlich einen Plopp. Schon ist unsere Eisdeko fertig. So sieht die Eisblumenschale dann mit einem Teelicht aus. Aber auch wenn man sie umdreht und so nur die gefrorenen Blumen und Blätter im Eis sieht, macht das Ganze echt was her. Größere Eislichter lassen sich ebenfalls recht einfach mit einem Kübel machen. Da wir hier eine größere Kerze reinstellen wollen, geben wir wieder eine Flasche für den nötigen Hohlraum in den Eimer. Wer will, kann noch etwas Lebensmittelfarbe mit ins Wasser mischen, um so farbige Lichteffekte zu erzeugen. Wir mussten bei -7 Grad ca. 3 Tage warten, bis alles durchgefroren war. Wie man die Flasche und das Eislicht aus dem Kübel bekommt, haben wir euch ja schon gezeigt. Hier seht ihr ein Eislicht aus purem Wasser. Beim Einfrieren sind wunderschöne Strukturen im Eis entstanden, die wirklich toll aussehen. Am besten sieht man die Eiseffekte natürlich, wenn es dunkel wird. Dann glühen die Eislichter mit dem Kerzenschein am schönsten. Die Eishülle schützt aber eure Kerze auch gegen den Wind. Wenn euer Eislicht von außen etwas schmonzig aussieht, kann man es mit einem Lappen und etwas warmem Wasser gut polieren. So bekommt ihr auch Unebenheiten oder Dreck ganz einfach weg. Hier seht ihr, was aus unserem Eislicht mit roter Lebensmittelfarbe geworden ist. Die Farbe hat sich im Eis beim Einfrieren ungleichmäßig verteilt, was aber auch zu witzigen Effekten führt. Sobald es dunkel wird, verstärkt die rote Farbe den Eindruck, dass das Eislicht wie Lava aus einem Vulkan von innen her glüht. Runde Formen lassen sich einfach mit Luftballons machen. Wer eine Hohlkugel oder Eisschale bekommen will, legt die Ballons direkt auf den Boden. So gefriert der Ballon zuerst von oben, innen und unten, bleibt das Wasser sehr lange flüssig, wodurch beim Ausgießen des Restwassers die Schalenform entsteht. Soll der Ballon komplett vereisen, legt man ihn so, dass die Kälte überall gleichmäßig rankommt. Um farbige Kugeln zu bekommen, gibt man einfach Lebensmittelfarbe mit einem Trichter in den Ballon, bevor man ihn mit Wasser füllt. Hier seht ihr, wie die Ballons bei uns nach 3 Tagen bei -7 Grad durchgefroren sind. Innen ist das Wasser immer noch flüssig, das man ausleeren und so eine Kugel oder Schale bekommen kann. Da wir später eine Lichterkette in den Hohlraum stecken wollen, vergrößern wir den Eingang mit einem Messer. Wie ihr seht, lässt sich das Eis sehr leicht mit dem Messer bearbeiten. So erhalten wir am Ende eine Hohlkugel genau in der Form, wie wir sie haben wollen. Hier seht ihr noch ein Beispiel, wie ein Ballon mit einer Lebensmittelfarbe aussieht. Damit ihr ein paar Anregungen bekommt, was man mit den Ballonformen so alles machen kann, haben wir hier ein paar Ideen gesammelt. Man kann die Eiskugeln einfach als Deko in eine Schale legen, einen Zaun oder Sichtschutz damit schmücken oder auch einen Weg oder die Einfahrt damit dekorieren. Damit alles schön leuchtet, haben wir eine Outdoor-Lichterkette verlegt bzw. in die Ballons gesteckt. Die so entstehenden Lichtspiele kommen natürlich nachts am besten zur Geltung. Deswegen wollen wir euch hier noch kurz ein paar Beispiele zeigen.
Aus den großen Ballons haben wir Eiskugeln bzw. transparente Windlichter für den Eingangsbereich gemacht. Dabei mussten wir bei -7 Grad auch 3 Tage warten, bis die Eisschale entsprechend dick war. Das Schöne ist, die Kerzen können nichts anbrennen und wenn die Schalen schmelzen, wässern sie nur den Garten. Verschiedene Eislichtformen lassen sich natürlich auch als Deko kombinieren. Außerdem fanden wir die Idee noch ganz witzig, Eishände zu basteln. Dazu haben wir einfach ein paar Haushaltshandschuhe an eine Palette getackert und sie mit farbigem Wasser gefüllt. So kann man mit wenig Aufwand tonnenweise Hände herstellen, am besten gleich in verschiedenen Farben. Da nur wenig Wasser gefrieren muss, sind die Hände schon nach einem Nachtfrost einsatzbereit. So kamen wir zu unserer Deko-Idee, bunte Zombies grüßen im Garten. Und mit etwas Abstand sehen die Hände immerhin wie bunte Blumen im Schnee aus, was auch ein witziger Effekt ist. Unsere letzte Idee fällt eher in die Kategorie Jugend forscht. Hier wollten wir mal ausprobieren, wie eine große Blüte in einem dicken Eisklotz aussieht. Leider war das Wasser aber auch nach 4 Tagen bei -7 Grad noch nicht komplett gefroren, sodass das Ergebnis eher mäßig ist. Aber die Idee lässt sich sicher noch verbessern. Damit sind wir mit unseren Tipps und Tricks zum Thema Eislichter und Eisdeko am Ende. Es würde uns freuen, wenn etwas dabei war, was euch auch gefällt. Viel Spaß beim Basteln und tschüss!